Städtereisen sind mit diesem Jahr auf 6 Metern gar kein Problem mehr. Ich habe mich leider ein bisschen versprochen, oder was heißt versprochen, wir wussten nicht genau, dieses Modell hier, wie lang das ist, aber tatsächlich sagt das Modell 70T auch die Länge, und zwar 7 Meter aus. Und hier sind wir jetzt bei einem sehr, sehr kurzen Modell von, wie gesagt, 6 Metern. Ja, die Marke Joa haben wir sonst auch noch nicht gehört. Die Marke Joa ist ist im Einsteigerpreissegment sozusagen. Sie haben Kastenwagen, sie haben klassische teilintegrierte Wohnmobile und ist vor allem sehr familienfreundlich, absolut. Und bietet natürlich auch verschiedene Grundrisse an. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz mal außen rum, sodass man sich mal ein Bild machen kann. Es ist schon sehr, sehr kompakt auf jeden Fall, oder? Was sagst du? Ja, würde ich auch definitiv sagen. Der ist eigentlich schon ziemlich niedlich, ne? Ja, vor allem durch dieses Blaue. Your, be happy and enjoy your ja. life. So sieht's aus. Verstehe. Ja, cooles Motto auf jeden Fall. Also es wirkt alles sehr, sehr frisch hier auch am Stand. Frisch, jung, dieses Blau, Türkis, ja, macht die Firma, glaube ich, so ein bisschen aus. Und man darf aber sagen, Einsteiger bzw. günstig in Anführungsstrichen heißt nicht immer gleich schlechter, weil wir sind hier bei einem Preis von 59.000 für so ein Wohnmobil, aber es ist tolle Qualität vom Hause Pilote quasi. Und ja, dann haben wir uns gefragt, okay, wo macht man dann Abstriche? Eigentlich macht man nicht wirklich Abstriche, man hat alles drin, was man braucht. Es ist halt alles ein bisschen reduzierter gehalten. Es sind nicht ganz so viele Gimmicks natürlich verbaut und so weiter. Irgendwo muss der Preis herkommen. Aber man muss wirklich definitiv auf nichts verzichten und vor allem nicht auf Qualität. So, ich glaube, wir können gar nicht so viel. Wir können es vielleicht noch mal ganz kurz von vorne zeigen. Genau, es ist ein Citroën-Chassis. Und dann würde ich sagen, gucken wir eigentlich auch schon mal rein. Weil von außen haben wir eigentlich alles gesehen. So, also sie bleiben sich eigentlich den Farben ziemlich treu in jedem Modell. Also ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis dann auch, dass man den Preis irgendwie garantieren kann, dass man jetzt nicht unendlich viele Dekore und so weiter anbietet. Ja, also wir sind ja, wie gesagt, auf einem sehr kompakten Fahrzeug oder in einem sehr kompakten Fahrzeug jetzt. Wir haben trotzdem eine tolle Sitzgruppe hier vorne, wo man mit mehreren Leuten gemütlich sitzen kann, ein Bierchen trinken kann oder auch was Antialkoholisches natürlich. Wir haben trotzdem Staufächer, weil ein bisschen was muss ja dann doch immer mit. Das stimmt. Auch bei einem Städtetrip. Und genau, wir haben natürlich jetzt auf dieser Fläche vielleicht noch ein Bett, ein Hubbett oder sonstiges dabei. Aber ich denke, das ist auch für 2 Personen ganz gut denkbar. Achtung, Jeanne, nicht über die Stufe stolpern. Ja, und ich möchte euch auf jeden Fall darauf hinweisen, falls ihr es noch nicht getan habt, bitte, bitte abonniert German Television, weil nur mit eurem Abo schaffen wir es, den Kanal weiter zu führen sozusagen, weiterhin Videos zu machen. Und wir haben super viele Zuschauer, aber die wenigsten davon sind Abonnenten. Also checkt bitte mal die Abo-Taste, es kostet nichts. Genau, also Jeanne, lass uns weitermachen. Was haben wir hier? Eine Schublade. Eine Doppelschublade. Oh, ganz interessant. Aus wieder, genau. Das hatten wir auch in dem anderen Modell, in dem T70. 70T, genau. Ja. Ich finde, die Arbeitsfläche ist eigentlich echt... Ich finde die ehrlich gesagt sehr schick. Ja, sehr schick und vor allem auch gar nicht so klein. Ja. Also man muss eigentlich auf nichts verzichten, auch auf diesen 6 Metern. Zum Beispiel, genau, die Größe vom Waschbecken ist ehrlich gesagt auch sehr groß. Ja, finde ich auch. Auch hier wieder ein Stauraum. Ja. Auch im Prinzip. Ich wollte gerade sagen, im Prinzip geben die beiden sich jetzt zumindest mal im ersten Augenblick nicht sehr viel. Wir haben ja, wie gesagt, den 70T gefilmt, den finden wir in einem anderen Video. Aber würde ich jetzt sagen... gut, wir haben kein Hubbett dabei, wir haben ein ganz anderes Bett. Ja, aber ich komme jetzt rein und ich habe nicht das Gefühl... Gut, klar, ich sitze jetzt schon auf dem Bett drauf, ne? Aber es wirkt jetzt nicht viel eingeengter, habe ich das Gefühl. Die Küche sieht auch immer noch genauso aus, würde ich sagen. Okay? Ja, so ziemlich. Ja. Und klar, es ist jetzt ein ganz anderes Raumkonzept. Das Bett ist natürlich nicht ganz so groß, aber... Ja, man spart sich halt eben diese Länge und man hat trotzdem, also vor allem für 6 Meter, wirklich ein großes Bad. Ich habe wirklich das Gefühl, die bei Joa, die legen großen Wert auf ein großes Bad, was ich schon oft gehört habe, dass es vielen Campern wichtig ist, weil manche Bäder, die sind halt sehr eingepfercht irgendwie. Klar, auf 6 Metern muss man dann irgendwann sich entscheiden, was ist mir wichtiger, Bett, Küche, Bad, wie auch immer, aber das kann ja jeder für sich entscheiden und je nach, genau, hier oben kann man das dann wieder einhängen
Und dann hält das Ganze auch. Ich mach's mal ganz kurz. Ja, sonst hält es nicht, gell? Ja, das können wir jetzt nicht zeigen. Ja, okay. Perfekt. Aber ja, ich stelle mich mal rein, Ja. dass man das mal sehen kann. Also wirklich eine großzügige Dusche. Und wenn ich die Dusche nicht benötige, dann klappe ich es einfach um und habe mein Waschbecken und meine Toilette. Brauche, wie gesagt, Und kann mich wirklich auch zu zweit bewegen. Oh, jetzt stößt es an. Ah, nee, du musst es noch runter machen, genau. Okay. Kein Duschvorhang benötigt. Genau. Ja, finde ich auch super. So, und genau, das muss man auch wieder irgendwie festmachen. Ja, also, ich finde das Bett auch cool. Natürlich ist es jetzt nicht riesig und für 2 Personen könnte es schon fast, also natürlich ist es für 2 Personen gedacht, aber manchmal könnte es vielleicht schon eng werden, je nachdem wie groß man ist. Wir haben hier aber auch noch viel Stauraum. Ja, wirklich ein tiefes Fach. So wie das nebendran natürlich auch. Und ein drittes natürlich auch. Wir haben hier eine Leselampe. Also es ist alles da, was man braucht. Definitiv. Wir haben hier ein Fenster drin, was ich auch immer ganz schön finde, direkt am Bett. Einen schönen Vorhang. Einen schönen Vorhang, den man dann zumachen kann, damit man halt nochmal so ein bisschen Privatsphäre hat. Weil man ist ja doch dann immer noch zu zweit. Oder will vielleicht nicht sein unordentliches Bett zeigen. Ja, genau, wenn dann nochmal Gäste abends vielleicht reinkommen, genau. Obwohl ich es ehrlich gesagt ganz nett finde, wenn es offen ist, weil dann gibt es ein so tolles Raumgefühl. Ja, absolut. Ein mega großer Kleiderschrank. Also sehr, sehr gut. Also Stauraum ist hier wirklich nicht zu wenig. Und immer wenn man diese kleinen Stecker hier sieht, das bedeutet, dass man da auch eine Steckdose anbringen könnte. Das heißt, die Kabel sind dafür verlegt. Das ist ziemlich einfach, dann da eine normale Steckdose reinzumachen. So ist es. Es kann halt ein bisschen nach Bedarf dann noch angepasst werden. Hier kann man sein Handy dann aufladen. Das ist so eine schöne Ablagefläche. Hier unten nochmal mit Ambient Light. Auch nochmal eine Ablagefläche. Und auch noch. Ich glaube, da ist nichts da. Ah, da ist zumindest mal. Nee, weiß ich jetzt nicht, aber egal. Könnte Nichts eventuell noch, genau, nichts kaputt machen. Könnte noch weiterer Stauraum sein. Auch hier haben wir wieder so eine Art Dachfenster dabei. Das kann man aufmachen. Gibt auch nochmal ein schönes Raumgefühl. Ich würde sagen, auf 6 Metern wirklich alles rausgeholt, was geht. Ja, und wie gesagt, Staufächer sind nicht zu wenig vorhanden. So, lass uns rausgehen. Und nochmal, genau. wir haben eigentlich noch gar nicht so viel Zeit um. Und wir wollen die Videos nicht zu kurz machen, weil es einfach blöd ist, wenn man es zu kurz macht, finden wir. Also so ein 5 Minuten ist dann doch für ein Auto ein bisschen zu kurz. Die Tür ist relativ schmal. Ja, aber ausreichend. Genau, als Normalsterblicher, der ins Bett passt, der passt auch durch die Tür. Genau. Genau so ist es. Nein, das Fahrzeug ist nur für schlanke Menschen gedacht. Nein, das ist definitiv nicht so. Ich frage mich jetzt gerade, haben wir sagen könnten, wäre, dass man auf jeden Fall 4 Sitzplätze hat. Man hat halt, wie gesagt, 2 Schlafplätze und 2 Schlafplätze optional. Das bedeutet, dass man, denke ich mal, die Sitzgruppe dann auch nochmal irgendwie wahrscheinlich den Tisch dann runterklappt und dann noch ein Bett draus macht. Das wäre echt eine gute Frage, ne? Ob das funktioniert? Ich gehe mal stark davon aus. Ja gut, wenn es 2 Schlafplätze optional sind, muss es so sein. Das sieht relativ klein aus. Ne? Ja, das ist heftig. Mal gucken. Ob da. Ne, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht beantworten. Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Weil vor allem 2 Schlafplätze, 2 optionale. Okay. Haben wir vielleicht doch irgendwie ein Hubbett vergessen? Nein, hier ist kein Hubbett versteckt. Oder das Schwenkbad ist. Oder die Dusche wird als Schlafplatz gewährt. Ja, wir können doch mal ganz gerne den Herrn da. Eine Frage. Er rennt schon weg. Eine Frage? Auf dem Video? Bitte, bitte, bitte. Wir wollen nur kurz wissen, was sind die 2 optionalen Schlafplätze hier drin? Der absenkbare Tisch. Okay, aber da entstehen dann 2 Schlafplätze. Von der Länge. Oder ist das nicht ein bisschen kurz? Ich glaube eigentlich eher, dass das ein Notbett ist. Ich würde nicht sagen, dass es 2 sind, aber ich sag mal, zur Not kann dann noch mal einer schlafen. Ja. Okay. Aber vielleicht 2 Schlafplätze für Kiddies, also für wirklich kleine. Für kleine Kinder könnte es vielleicht möglich sein, aber Erwachsene. Nee, ne? Keine Chance. Ja, haben wir uns nämlich auch gerade gedacht, das wäre schon heftig. Okay, vielen, vielen Dank. Bitteschön. Für die kleine Einweisung. Ja. Dann würde ich mal sagen, das Stichwort ist hier definitiv klein, aber fein. Ja. Genau. Ja. Bei Joa. Vielen Dank fürs Einschalten.